Okay, eine Schwachstelle, die es generell zu beachten gilt, ist bei SQL das Login über Root. Die meisten Hackerversuche laufen genau auf Root hinaus und man braucht einfach nur noch das Passwort knacken, darum ist es eigentlich recht einfach. Man kann ihn recht einfach knacken und ja, die räumen dann eure SQL-Datenbank aus, speichern das ganze Zeug. Noch dem dazu, dass die meisten ihren SQL-Server sowieso den Port im Internet freigegeben haben, was in den meisten Fällen eigentlich gar nichts braucht. Ihr braucht also diesen Port der SQLDB eigentlich nicht über Docker freigeben. Genau, da sind wir schon beim Stichthema. Wir halten uns an Docker. Wenn wir eins machen, den SQL-Root-User einfach deaktivieren und uns einen anderen User anlegen, der die Garantrechte hat, haben wir schon mal ein Riesenproblem weniger. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute das nichts von dieser Schwachstelle wissen. Es wird immer noch mit Root gearbeitet und man initiiert einen SQL-String, eine Datenbank über Docker Compose und vergibt einfach ein Root-Kennwort und ja, das war's dann. Und Root ist der User, der ist einfach drin und dann haben sie meistens, wir kennen die Passwortvergabe bei den meisten Usern, die ist nicht die beste und der verwendet schon einen Passwort-Generator, wenn er in eine SQL-Datenbank ein Skript schreibt, was er in Docker Compose einbindet. Lassen wir einfach mal die Kirche im Dorf, macht keiner. Da steht dann irgendwas drin wie Passwort oder Root-Admin oder ja, Admin 123 oder ja, wir wissen alle, wovon wir reden. Schauen wir uns das Ganze mal an. So, was haben wir denn alles laufen? Da sehen wir zum Beispiel, läuft alles wunderbar. Und auch wir haben hier den Port im Internet freigegeben. Das heißt, ich habe ihn auch freigegeben. Ha, bin gut, aber das ist bloß eine Schulungsmaschine, von daher gesehen ist das eigentlich relevant. Die ist nur online, wenn ich Videos für euch aufnehme, weil ich immer wieder diese Maschine einfach dafür verwende. Was wir jetzt hier nicht sehen, ist unseren MyPHP-Admin, den wir brauchen, um unsere SQL-Datenbank zu managen. So. Das heißt, der PHP-MyAdmin ist ein Programm, was sich eigentlich der Container selber deaktiviert, wenn er eine gewisse Zeit nicht benutzt wird. Und den kann man dann wieder nachstarten. Beziehungsweise, was ich immer ganz gern mache, ich fahre mir gleich den ganzen Docker mal runter und wieder rauf, damit das ganze Zeug mal wieder neu geladen wird. Weil meistens hat man es doch. So, PHP mit meinem Admin ist er gleich der oberste Container, er ist da und auf Port 8080. Dann brauchen wir unseren Webbrowser. Seite wieder herstellen, nein, brauchen wir nicht. Wir sind tippfaul. So geht's auch. Ich habe zum Beispiel keinen Root-Zugang. Wenn ich mich jetzt versuche hier anzumelden, bekomme ich Fehlermeldung. Ich kann mich als Root gar nicht anmelden, weil ich diese Prozedur generell eigentlich sowieso mache und es eigentlich vorausgesetzt habe, dass das die meisten Menschen auch machen. Ist aber nicht so. So, in dem Fall heißt der Root-User hier Mike. Dann das Passwort. So, und schon sind wir drin. Ja, jetzt kommt wieder Mr. Chroming. Dann gehen wir hier auf Benutzerkonten. Dann zwischendrin natürlich wieder ein Hinweis in eigener Sache. Solltet ihr Probleme haben beim Einrichten, beim Konfigurieren, beim Nachvollziehen, beim Updaten oder sonstige Hilfe in Computersachen benötigen, die KSC Remote-Dienstleister Nummer 1 übernimmt das für euch gegen Auftrag, ohne Vertragsverbindung oder sonstige Sachen. Den Link unten findet ihr in der Videobeschreibung. Das Angebot gilt für Geschäfts- sowie auch Privatkunden. So, die Benutzerkonten. Wir sehen jetzt zum Beispiel, das ist jetzt mein Root-User. Ich markiere die mal ganz kurz hier. Das ist mein Root-User. Heißt halt so wie ich, alle Hosts, dann den Localhost. Dann ist wichtig, wir haben Login mit Passwort.
All Privileges muss gesetzt sein und ganz, ganz, ganz wichtig, und das passiert oft, dass der nicht gesetzt wird, ist der Garant. Wenn er nicht gesetzt wird, muss man das nochmal korrigieren. Dafür sind wir heute hier. So, Benutzer hinzufügen. Dann legen wir mal einen Benutzer an. Und zwar nehmen wir den nach ihr einfach. Das ist schön kurz, das kann man sich merken. Vergeben ein Passwort. Man kann sich auch ein Passwort generieren lassen, wenn man das möchte. Alles Geschmackssache. So, dann machen wir alle auswählen. Und okidoki. So, hier, das könnte man mal ausschalten hier, der nervt jetzt gerade ein bisschen, aber es ist okay. Benutzerkonten nochmal anklicken. So, hier haben wir unsere Warn. Ganz unten, wir haben hier AnyHost, wir haben Passwort, All Privileges, wir haben Garant User. Und jetzt brauchen wir noch einen weiteren Benutzer. Localhost. Dann vergeben wir unser Passwort. Den Rest lassen wir so, wie es ist. Alright. Und okay. So, dann haben wir uns unsere One auf Localhost. All Privileges. Yes. So legt ihr euch euren neuen Root-User an. Das heißt, ihr meldet dann nicht mehr mit Root an, sondern ihr meldet dann entsprechend mit dem Benutzer dann an, den ihr angelegt habt. Die anderen Datenbanknutzer hier, wie Laravel-User zum Beispiel, die lasst ihr so, wie sie sind, weil sonst funktionieren die Datenbanken nicht mehr. Die habt ihr meistens auch irgendwie schon über Skripte oder Verbindungen eingerichtet und die Benutzer dazu hinterlegt. Die bleiben unangetastet. Wenn ihr jetzt natürlich den Root-User löscht, in dem Fall lösche ich jetzt nicht. Angenommen, One ist jetzt der Root-User, der Name Root, müsst ihr euch mal kurz vorstellen. Dann könnt ihr jetzt den löschen. Ich klicke gerade den Blöder, aber macht es nicht. Dann könnt ihr jetzt einfach markieren, die zwei Benutzer vom Root. Und könnt hier unten sagen, löschen. So, dann sind die Root-User weg und ihr habt es so wie ich, wie das bei mir jetzt aussieht. In dem Fall ist es Mike, mein Name, ansonsten bei euch der Name, den ihr eingegeben habt. Ist natürlich sinnvoller, da lange Namen einzugeben, also jetzt Michael zum Beispiel auszuschreiben oder eine Abteilung oder sonst irgendwas zu benutzen oder einen Fantasienamen, der einfach ein bisschen schwerer zu erraten ist. Also ihr macht es den Hackern damit viel, viel schwerer, da dran zu kommen. Genau. So, dann melden wir uns noch mal kurz ab, schauen Sie es noch mal an. So kommt ihr da einfach rein. Ihr seid jetzt drin. Ja, ich soll das Passwort ändern, das ist so einfach. Hahaha. Unsere Benutzerkonten, alles wie gehabt, wie es soll. Garant-User ist da. Also ganz wichtig, immer, bevor ihr den Root-User löscht, gucken, habe ich einen AnyHost, habe ich einen Lokalhost, habe ich die Passwortzugänge, habe ich All Privileges hier und habe ich die Garantrechte. Die sind ganz wichtig. Sonst müsst ihr da nochmal nachbechern. Die Garantrechte müssen drin sein, sonst habt ihr keinen Root-User. Dann habt ihr eine SQL-Datenbank ohne Root-User mit ein paar Usern, die halt die einzelnen Datenbanktabellen verarbeiten können, aber nicht die gesamte Datenbank. Darauf ganz wichtig achten. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und wenn ihr mit was anfangen könnt, würde ich mich natürlich über ein Like, über ein Abo freuen. Und wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, findet ihr einen Link unten in der Videobeschreibung. Bis dann, erst einmal, ciao.